Hallo und danke, dass du wieder mal bei mir eingeschaltet hast am Kanal. Heute zeige ich euch einmal Dal, was aus der indischen, bengalischen Küche kommt, und Roti, das ist so ziemlich das einfachste Brot der Welt. Wir werden erstmal mit dem Roti anfangen und dann mit dem Dal fortsetzen. Beim Dal brauchen wir 3 verschiedene Gewürze getrocknet. Das ist einmal Zimt, getrockneter Koriander und Kreuzkümmel. Dazu brauchen wir noch eine Zwiebel, etwas Knoblauch, 2 Esslöffel Ingwer, Karotten, pürierte Tomaten, Linsen, Wasser, Brühe und wir nehmen noch etwas Kokosmilch her. Für das Brot brauchen wir lediglich etwas Mehl, Salz, Olivenöl und Wasser. Brot, muss ich sagen, mache ich selber heute zum ersten Mal. Roti habe ich gelesen und dachte mir, das musst du sofort nachmachen. Und Linsen sind sowieso eine vergessene Sache, die wir bei uns in den Restaurants eigentlich gar nicht mehr so finden. Wobei das ja eigentlich das Superfood ist, denn die haben 26 Gramm Eiweiß. Zusätzlich enthalten sie so ziemlich alle Vitamine. Was ich noch sagen wollte, ein kleiner Ausschnitt für das nächste Video, wer einschaltet. Ich werde ein kleines Kochvideo machen, wo ich etwas nachkoche von einem bekannten Koch. Er hat einige Kochbücher geschrieben, der macht jamaikanische Küche und ausschließlich vegan, das ist eigentlich der Oberhammer. Und er ist auch eine der allerersten Personen, die mir vegane Küche gezeigt haben, wobei ich vorher, ich sag mal in dem Alter, wo ich 20 war, nichts davon gehalten habe, mich selbst überzeugen lassen, weil ich es probiert habe und mir nur dachte, fuck, das ist geil. Stefan hat letztens eine Live-Kochsendung gehabt, bei der ich unbedingt live mitkochen wollte aus Stockholm. Hat aber nicht geklappt beruflich, macht nichts. Zufälligerweise war ich im Gewinnpot mit dabei. Das werde ich euch im nächsten Video reinschneiden. Ich verlinke euch Steffen seinen YouTube-Kanal unten bei mir in den Kommentaren, genauso wie die Rezeptur für das gesamte Gericht. Also viel Spaß! Fangen wir mal an mit dem Brot. Dazu habe ich einmal alle Zutaten miteinander vermengt. Es soll ein elastischer Teig werden, der nicht mehr auf der Haut klebt. Dazu habe ich dann später noch etwas Wasser dazu gegeben oder, wenn es zu flüssig war, etwas Mehl, denn keiner kann garantieren, dass das Rezept klappt. Dein Wasser zu Hause ist anders wie meins hier. Nachdem ich das 5 Minuten lang durchgekneten habe, habe ich das abgedeckt und 20 bis 30 Minuten stehen gelassen. Wer wissen möchte, wie man die idealen Angeber-Zwiebelwürfel macht, drückt einmal hier oben auf den Link und gleichzeitig unten auf den Like-Button und abonniert auch unbedingt den Kanal. Hinterlasst mir Kommentare, ich freue mich über jede kleine Antwort. Fangt damit an, erstmal die Zwiebeln anzurösten, danach die Möhren und ganz zum Schluss erst den Knoblauch, denn sonst verbrennt euch der Knoblauch. Ganz wichtig ist, dass man auch die Gewürze mitröstet. 2 Teelöffel Ingwer rein. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass ich eine neue Kamera besitze, was nicht heißt, dass ich damit auch schon umgehen kann. Ich werde euch Stück für Stück versuchen, bessere Qualität zu bieten. Und ich möchte euch hier nochmal ermutigen, traut euch einfach mal was Neues zu kochen oder überhaupt zu kochen. Ich habe dieses Gericht vorher auch noch nie gekocht. Und genauso die Linsen etwas mitrösten. Dann geben wir hinzu pürierte Tomaten, die sind meistens viel reifer und schöner wie frische Tomaten. Kokosmilch, Gemüsebrühe und Wasser. Das Ganze ordentlich durchrühren, dass auch überall der Geschmack drin ist und abgedeckt ca. 20 bis 25 Minuten köcheln. Zwischendrin mal probieren. In der Zeit, wo wir das vorbereitet haben, sollte der Teig auch schon soweit sein, um ihn auszurollen. Der Teig ist jetzt so wie warme Knetmasse. Er lässt sich gut bearbeiten, bleibt aber nicht auf der Haut kleben. Jetzt nochmal in den Händen 2 bis 3 Minuten lang durchkneten und dann auf der Arbeitsfläche. Wie ihr wisst, desto länger man Teig bzw. Mehl bearbeitet, desto mehr Bindeeiweiß löst sich. Das Ganze portionieren wir, ich würde mal sagen, in mundgerechte Stücke und formen daraus schöne Kugeln. Wichtig ist, wenn man diese Kugel macht, dass man keinen Knick drin hat, denn der verhindert später das ideale, nennen wir es mal, Backen in der Pfanne.
Alle Teigrohlinge könnt ihr jetzt ausrollen. Die sollen jetzt nicht super dünn sein, aber auch nicht zu dick. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich Mehl hier drüber gestreut habe. Das hat den Teig später, nachdem ich angefangen habe zu braten, etwas zu trocken gemacht. Macht diesen Fehler nicht. Mir wurde dann erklärt, dass man sie nach dem Ausrollen sofort in die Pfanne gibt. Klassischerweise wird Roti eigentlich auf einer offenen Gasflamme gemacht. Die habe ich natürlich nicht gehabt. Die Linsen sind in der Zwischenzeit schon fertig geworden. Wir schmecken das Ganze nur noch nach mit etwas Salz, frischem Koriander und Limettensaft. Wobei beim Limettensaft müsst ihr auch wissen, dass man diesen später beim Essen dazu reicht. Nochmal probieren. Das ist Hammer. Wow. Hier seht ihr auch schon die Roti in der Pfanne. Die Pfanne zwischen Stufe 1 und 9 auf die Stufe 7 stellen. Das hat sich bei mir als die ideale Temperatur erwiesen, wenn man auch darüber nachdenkt, dass das eigentlich auf einer offenen Gasflamme gemacht wird. Durch das Andrücken verteilt man den Dampf in dem Teig in allen Löchern, wo es sonst nicht hingekommen ist. Und dadurch gart das Brot von innen und von außen wird es schön kross. Und nach wird das Brot jetzt in der Pfanne gebacken. Das dauert auch wirklich nicht lang. Pro Stück 2 bis 3 Minuten. Hier könnt ihr das nochmal sehen, also das Aufblasen geht wirklich schnell. Und das Andrücken ja nicht vergessen, dass das überall gleichmäßig gebacken ist. Gereicht wird das ganz simpel, so wie es auch ist, Brot mit dem Dal und man isst das Ganze mit den Fingern, indem man einfach etwas Dal ins Brot gibt und mit Limette nochmal würzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit!